Besonders toll finde ich Wege, die das Gelände aufsaugen und auf eine Art und Weise damit umgehen, dass sie die Schwierigkeit, da rauf und runter zu kommen, irgendwie auf eine ästhetische Art und Weise auflösen. Man geht da zwischen die Felstürme auf, man hat eine unglaubliche Aussicht in die Dolomiten rein. Das Verblüffende am Piz der Paris Trail ist, dass wenn du raufschaust, gar nicht daran denken würdest, dass da ein Trail runtergeht, den man mit dem Bike fahren kann. Aber nachdem du dann rauftragen hast und du das Ganze einziehst, die Abfahrt, löst sich eigentlich jede Stelle perfekt auf. Und das Resultat ist ein schwieriger, aber trotzdem flowiger Trail. Das Lässige ist, dass wenn man auf der anderen Seite vom Gipfel den Weg nimmt, nachher ist es überhaupt der Spazierweg, da kann man fast die Kinderwagen schieben. Und auf der Seite fängt es genauso an. Und dann plötzlich baut sich die Spannung auf, und man weiß, okay, man fährt jetzt nachher auf den Rand vom Canyon. Und nachher versenkt sich der Weg genau da rein. Ich würde gerne auch sagen, dass sie eigentlich schon ausgesetzt ist, dass sie super ausgesetzt ist, aber dass sie nicht so lebensgefährlich ausgesetzt ist. Da tust dir weh, aber du liegst auf jeden Fall in 15 Meter und weiter unten, liegst auf jeden Fall im Schotter. Ja, irgendwie, also... Man sieht noch, wo du hinfliegst. Ja. Ja, okay, vielleicht, ich will sagen, dass sie... Weil das ist nicht verantwortungslos, sowas zu fahren. Das ist ein Risiko, das ist irgendwie überschaubar. Ja. Die Landung unsanft, aber nicht... Ja, man darf nicht fliegen. Na eben, da magst du nicht fliegen, aber ich meine, das ist nicht wie bei der Gagler, wo nachher und dann geht es einfach mal 50 Meter. Das ist keine Wand, wo ich drüber abstürzen kann. Genau, du bleibst einfach genau in dem Dings, da ist einfach fix, da siehst du genau, wo du liegen bleibst. Okay. Ich habe mich fast am Felsen zerstört unten, aber morgen muss ich mir noch mal richtig anschauen und kommt der Benny und der Pico noch und dann hoffentlich klappt's. Bei der ersten technischen Stelle geht es halt darum, dass man da gut die Linie durchfindet, weil es ein bisschen verwinkelt ist. Aber der Fels, der hebt ziemlich gut und dann kann man wirklich eine lässige Line durchziehen.
Die Schlüsselstelle beim Piz der Berres ist der sogenannte Canyon. Da verengt sich das ganze Gelände, es wird steil und der neue Trail geht links runter. Das ist eine extrem steile Stufenkombination. Wir haben eine zweite Möglichkeit gefunden im Bereich Schlüsselstelle, wo man jetzt sagen kann, hey, da wird abgekürzt. Aber eigentlich ist das der alte Weg. Die alten Markierungen sind da noch vorhanden und wir sind eigentlich nur die alte aufgelassene Variante gefahren, die natürlich da ein bisschen in einem schlechten Zustand war. Und dann kommt man unten nach der ersten Kurve zu einer Stelle, also das ist nachher der Höhepunkt von dem Ganzen. Extrem ausgesetzte, hohe Felsstufen. Wenn man es da nicht spürt, dass es funktioniert, dann da kann man wirklich übel stürzen. Also ich habe es an dem Tag nicht gespürt. Ich habe mir es angeschaut und habe sofort gewusst, das ist heute nichts. Der Axel hat es eiskalt durchgezogen. Respekt an dieser Stelle. Es gibt halt einige Stellen, die wenig Fehler verzeihen, weil sie halt irgendwie einen Sturz nur schwer zulassen würden. Und von dem her muss man sich bei der Sache, wenn man sie macht, schon recht sicher sein, wenn man oben reinfährt. Weil unter Umständen ist es so, dass man es mitten drunter nicht abbrechen kann. Das heißt, was man mitbringen muss, ist Entschlossenheit, würde ich sagen.